Hallo, ich bin der Peter, schön, dass du da bist. Willkommen auf meinem kleinen Kanal. Mein neues Projekt wird im Garten stattfinden und wenn du wissen möchtest, was das ist oder was es damit auf sich hat, bleib dran. Nach dem Intro fange ich sofort damit an. Bis gleich. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber so am Jahresanfang oder so zum Jahreswechsel, dann überlege ich immer so ganz grob, was hast du eigentlich vor dieses Jahr, was möchtest du alles machen und ja, mit welcher Gewichtung, was ist wichtig, was ist unwichtig. So, ich sag mal, Fenster streichen muss manchmal sein, ist wichtig. Und da war letztes Jahr schon das Thema bei uns, wir möchten bei uns die Beete am Rasen ein bisschen schöner einfassen oder überhaupt einfassen. Die müssen jetzt immer so einmal im Jahr müssen die abgestochen werden mit dem Spaten. Das ist viel Arbeit und ganz ehrlich, das macht nicht wirklich Spaß und Laune. Zudem sieht es auch unschön aus und da hatte ich vor, Rasenkantensteine zu setzen. Was man oft sieht, ist, dass Leute sich hier diese normalen Bordsteine setzen, diese 1 Meter langen, die 8 oder 6 cm dick sind. Und das gefällt uns nicht wirklich so. Und da habe ich mir was anderes überlegt. Und wir haben auch schon im Bereich der Terrasse, da wo also diese Einfassung gemacht wurde, die wurde mit Naturstein gemacht. Und zwar mit Vietnambasalt. Und da habe ich überlegt, Vietnambasalt, das ist eigentlich ein super tolles Material, toller Stein. Gefällt mir gut. Für alle, die Vietnambasalt nicht kennen, ich habe mal hier einen da und so sieht der aus. Eigentlich ein sehr schöner Naturstein, das ist also kein Beton, das ist ein Naturstein wie Granit. Und den würde ich da gerne als Rasenkantenabschluss zum Beet hinsetzen. Und Idee war zweireihig, also nicht nur eine Reihe, sondern 2 Reihen. Und wie das genau aussehen soll, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus und dann zeige ich euch, was ich da vorhabe. Ja Freunde, das ist also der Bereich, wo wir jetzt die Randsteine verlegen wollen, beziehungsweise die Einfassung. Und jetzt ist das noch ziemlich gerade hier dargestellt. Ich würde das gerne in einem schönen geschwungenen Bogen machen. Und das schön weitläufig hier ausläuft, groß in der Richtung und dann so wieder zurückgeführt wird. Das ist einer von aktuell 3 Bereichen, wo ich das machen möchte. Und wir fangen heute hier an dieser Stelle einfach mal an. So, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass das hier die gedachte Linie der Erdoberfläche ist, dann habe ich einmal einen Achterstein, der 2 cm übersteht und einmal habe ich einen, der 7 cm übersteht, also 5 cm über der Kante hier. Das habe ich mir so überlegt, dass ich die also in 2 Reihen legen möchte. Dementsprechend müssen wir jetzt auch den Aushub vorbereiten. Das heißt, ich muss einmal die 8 cm Tiefe ausgraben, plus nochmal 8, die ich mit Beton auskleiden möchte. Habe auch kurz überlegt, ob ich da noch einen Frostschutz in Form von Schotter unterbringe, habe mich aber dagegen entschieden. Ganz angenehmer Nebeneffekt ist, ich spare mir hier die 8 cm nochmal zusätzliches Ausgraben. Nichtsdestotrotz, ich muss 16 cm tief ausgraben, um diese Tiefe hier hinzubekommen und damit wir auch unter dem unteren Stein noch genügend Beton haben nachher. Damit ich nachher beim Verlegen der Steine einen schönen Radius hinbekomme und ich da ja auch nicht so wirklich geübt bin, habe ich gedacht, ich besorge mir so ein Brett, habe noch ein zweites da und da zeichne ich mir den Radius an, den ich hier haben möchte und säge den mit der Stichsäge aus und dann kann ich das schön anlegen, kann die Steine schön entlang an dieser Kante verlegen. Ich glaube, das ist eine große Hilfe für mich. Das soll jetzt ein 5 Meter Radius werden, also 10 Meter Durchmesser. 5 Meter habe ich gerade abgemessen im Bandmaß. Hier spanne ich mir eine Schnur und kann dann mit dem Stift schön den Radius ziehen. Ich möchte jetzt aber noch einen zweiten Radius anzeichnen. Warum? Naja gut, vielleicht möchte ich die eine Steinreihe konkav, die andere konvex verlegen. Das heißt, ich habe einmal einen Außenradius, an dem ich Steine entlang lege, aber ich möchte vielleicht auch einen Innenradius haben. Das heißt, ich nehme das Brett und mache mir die zweite Schablone gleich direkt hier dran. Das heißt, ich versetze meinen Nullpunkt hier um 200 mm. Ich habe mir vorher ausgerechnet, dass es mit dem Brett hinhaut. Mache hier einen 200 mm breiten Streifen praktisch und ziehe hier nochmal einen Strich nach und dann habe ich praktisch direkt schon eine Innenform. Und das ist jetzt für mich irrelevant, ob ich die Steine einmal außen entlang lege oder einmal innen entlang. Da habe ich natürlich kleine Abweichungen im Radius, aber das ist jetzt hier für mich nicht entscheidend. Also versetzen wir den
Nullpunkt oder den Mittelpunkt der Schnur, der da hinten eingesteckt ist, mal um 20 cm in die Richtung. 20 cm. Und das wäre dann hier. Damit wäre Brett Nummer 1 fertig. Das sägen wir noch aus. Ich habe aber noch ein zweites Brett. Das ist ein bisschen kleiner, weil ich möchte auch kleinere Radien legen. Das hat nur 1,50 Meter Radius. Das zeichne ich mir auch noch gerade an. Ich dachte, es schadet nichts, wenn ich einfach auch in der Schablone entlang mit so einem Markierspray entlang gehe. Das wird mir so im Fachhandel besorgt, ganz einfaches Markierspray, was auf Baustellen verwendet wird. Kann dann da schön lang die Kante entsprechend ausstechen bzw. den Graben dann ausheben hier. Jetzt haben wir die Markierung soweit alle eingebracht. Ich bin gespannt, wie der Boden so ist, was da auf mich zukommt. Ich hole jetzt mal einen Spaten, eine Schubkarre. Dann sehen wir weiter. Jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter graben. Da sind wir noch auf ein paar massive Wurzeln gestoßen. Hier hinten kann man mal sehen, wie die ungefähr aussahen. Also schon ein ordentliches Wurzelwerk drin, ne? Ja, so sieht das jetzt aus. Ich würde sagen, hier die Seite hier ist der deutlich härteste Boden, den meisten Bewuchs. Und drüben auf der anderen Seite haben wir im Terrassenbereich aufgeschüttet. Da sollte es relativ gut durchzukommen sein. Dann Grenze zum Nachbarn ebenfalls. So, Sand ist auch angeliefert worden. Das ist jetzt Rheinsand, 0,8er Körnung. Dann haben wir hier den Zement drin. Das ist Trasszement. Den nimmt man üblicherweise für solche Sachen. Den lassen wir aber eingepackt, bis er gebraucht wird, sonst zieht er Feuchtigkeit, da kann man wegschmeißen. Ja, und das sind die Steine. Vietnam Basalt, 10 x 10, 8 bis 10 dick. Und ja, mit gebrochenen Kanten. Die haben halt durch ihre unregelmäßige Struktur halt auch sehr, sehr schönes Finish und sollen halt auch sehr natürlich wirken. Den habe ich mir schon hingelegt, damit ich den schneller setzen kann. Das Ganze möchten wir jetzt noch ein bisschen verdichten. Dafür habe ich mir hier so einen Handstampfer besorgt. Einfach um zu vermeiden, dass hier große Absackungen noch stattfinden. Glaube ich zwar selber nicht dran, weil das Gelände ist jetzt schon seit Jahren so unbelassen. Also das hat sich eigentlich schon gut gesetzt, aber sicher ist sicher. So, die Baustelle ist eingerichtet. Ich denke, es kann losgehen. Auch hier alles vorbereitet soweit. Zement, die Mischmaschine steht. Freunde, Zwischenschritte Beton. Erstmal wieder grob verteilen.
Einmal kurz feststampfen. Noch ein bisschen Verdichtung. Die Rückenstütze auffüllen hier. Auch wichtig. Der Stein auch von hinten halten. Den Stein muss man sofort sauber machen, weil er hinterlässt total eklige Flecken. Der Beton auf dem Stein, den kriegt man nicht mehr weg. Hier sind wir jetzt schon an der zweiten Rasenkante angekommen. Das wird heute ausgegraben und wenn alles so geht wie geplant, dann werden wir hier morgen die Steine setzen. Ja, heute ist übrigens Annika mit dabei, die hilft mir. Bin ich total froh drum. Weil irgendwie ist das ja doch, hier brauche ich echt Unterstützung, das merke ich. Hier brauche ich echt Unterstützung. Willst du mir was erzählen, Annika? Ja, lieber auch nicht. So haben die Leute früher auch im Steinbruch gearbeitet. Ich glaube, ich habe Eisenerz gefunden. Ah, nee, doch nicht. Hier soll also der dritte Bereich hin, auch soweit ausgeschachtet. Die Steine liegen auch schon. Eine Schubkarre Material. Zack, sauber. Der Bereich ist soweit fertig und der Bereich ist auch heute fertig geworden. Jetzt geht es natürlich noch um das Verfugen der ganzen Steine. Das heißt, die müssen alle noch mit der Zementmasse auch noch verfugt werden. Annika hat da gestern schon mal angefangen, aber das hält richtig auf. Deswegen habe ich gedacht, mache ich noch ein Stück weiter heute. Das ist schon eine sehr zeitaufwendige Arbeit. Aber Zementmasse muss da rein, weil ansonsten würde das ganze Unkraut da durchwachsen mit der Zeit. Und, oder das Gras von der Wiese her. Das wollen wir ja nicht, ne? Ich denke, wir können stolz sagen,
Das erste Teilstück ist fertig, Steine gesetzt und auch verfugt. Prima. Das ist ja teilweise schon eine Sisyphus-Arbeit, weil wir die Fugen auch alle bis unten hin verfüllen müssen. Das Ganze soll ja nötigen Halt insgesamt bekommen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir hatten gestern noch ein richtig schlimmes Unwetter, da musste ich das alles komplett abdecken. Ich würde jetzt mal gerne wissen, wie es unterhalb der Plane aussieht. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das war nicht meine große Sorge, dass sich hier die kompletten Fugen wieder von dem Regen freispülen. Prima, dann sind wir damit ja jetzt fertig. Klasse, dass das so gut geklappt hat. Ich würde sagen, wir können das Projekt als abgeschlossen betrachten. Auch wenn an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen nachgearbeitet werden muss, dass da noch ein bisschen Erde aufgeschüttet wird oder solche Dinge. Aber das muss ja nicht sofort sein. Aber die Steine als solche und auch das Verfugen sind fertig. Das brauchen wir nicht nochmal neu angehen. Ich habe ja am Anfang des Videos erzählt, welche Projekte möchte ich machen, welche sind schwerpunktmäßig dran. Und da war das ganz oben an. Und das habe ich eigentlich als das Sommerprojekt angesehen. Und ganz ehrlich, was die Masse der Arbeit angeht, wurde ich da nicht enttäuscht. Es war also wirklich das Sommerprojekt. Wir haben ungefähr 3 Tonnen Material in Gänze verarbeitet. Und der Zeitraum von dem ersten Moment, wo ich angefangen habe, bis jetzt zum Abschluss, das sind knapp 6 Wochen gewesen. Das ist also eine lange Zeit. Gut, da ist jetzt auch ein bisschen Urlaub dazwischen gewesen und so. Deswegen ging das Ganze auch nicht so schnell. Aber ich finde, es hat Spaß gemacht, war eine tolle Sache und ich freue mich, dass wir das jetzt so gemacht haben. Vielleicht konnte ich auch den einen oder anderen inspirieren, das auch mal zu versuchen. Okay, man muss ein bisschen Übung haben, was das Zement anmischen geht, dass er nicht zu nass wird und so, sonst läuft dann das alles weg. Und wie das mit den Steinen sich verhält, das Setzen, dass die ordentlich halten. Aber ganz ehrlich, wenn man das mal einmal so raus hat, dann geht es eigentlich nur darum, Meter zu machen. Mit dem Verfugen ist das ganz genauso, da muss man halt ein bisschen Gefühl für entwickeln, aber letzten Endes ist das alles machbar. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zuzuschauen. Würde mich natürlich wie immer tierisch über einen netten Kommentar freuen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Abo habt ihr sowieso schon alle da gelassen, so wie ich euch kenne. Und ich würde einfach sagen, macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Sklaventreiber. Ja. Du. Wieso das denn? Ist die Kamera eigentlich an? Ah ja. So sieht es aus, ne? Ja, Kommandos geben kannst du klasse. gibt's aber nicht. Ich alles durch habe bis Feierabend für heute.